Ich bin ja in einem Traum. Cool, ich träume. Ich träume. Ah, ich bin ja in einem Traum. Klasse. Oh, den schaue ich mir doch jetzt mal genauer an, den Traum. Ach, wen haben wir denn da? Träumst du auch gerade? Oder ist das jetzt irgendeine Kopie, die ich hier sehe? Ich glaube, wir träumen, oder? Kann das sein? Ja? Ich glaube schon. Ich bin nur jedenfalls in einem Traum. Du auch? Ja. Und wer ist die schicke Lady? Keine Ahnung, wo wir hier sind. Also, Wirkt schon alles ein bisschen merkwürdig. ja, das wirkt hier ein bisschen so nach Traumland? Traumland. Mit Palmen und... Ja, wie hast du es denn geschafft, in den Traum zu kommen? Ich glaube, ich war einfach da. Ja. Ja, ich habe gerade vorhin auf die Hände geschaut und dachte mir, oh, guck mal, die sehen ja ganz anders aus. Meine sahen aus wie meine. Ja? Ja, normalerweise hat man ja nur 8 Finger oder 9 Finger oder 12. Ja? Ja. Darum war ich anfangs ein bisschen unsicher. Ja, dann haben wir es ja geschafft, zusammen zu träumen. Ja. Ja, wollen wir den Traum mal ein bisschen erkunden zusammen? Ich würde auch sagen, gehen wir mal los. Ja, okay. Hallo Ladies und Gentlemen, hier sind sie wieder nach langer Zeit, die Matrixa. Mit der hübschen Shiva und dem super sympathischen. Jonathan. Ja, willkommen zu den Matrixern und heute ist unser Thema gemeinsam träumen. Oh ja, spannendes Thema, muss ich sagen, denn mich haben auch schon viele gefragt, ob es denn überhaupt möglich ist, dass zwei Menschen im gleichen Traum sich begegnen können. Können Sie? Sehen wir auch so. Ich hatte da schon so einige Erlebnisse mit gemeinsames Träumen. Du ja auch, oder? Und bei gemeinsamen Träumen sieht es so aus, dass also zwei Menschen, die vielleicht in einem Bett liegen, vorzugsweise, eben die Möglichkeit haben, sich auf den gleichen Traum zu konzentrieren, beziehungsweise sich vorzunehmen, in den gleichen Traum einzusteigen. Und der Vorteil dabei ist natürlich, man kann gemeinsam träumen, gemeinsame Abenteuer erleben, gemeinsam den Traum umgestalten nach eigenen Wünschen. Was man möchte halt. Ihr wisst ja alle, was man so in einem Klartraum bzw. luziden Traum alles so anstellen kann. Und da könnt ihr dann gemeinsam fliegen, die Traumwelt erforschen und dergleichen. Ja, wir hatten ja letztens einen gemeinsamen Traum und wussten wir aber allerdings nicht. Aber am nächsten Morgen haben wir uns davon erzählt, hey du, ich war heute Nacht mit dir in einem Club. Und dann meinte er, ja, hey, ich war auch mit dir in einem Club. Und das war, glaube ich, aber sowas wie eine objektive Realität, die außerhalb unserer Realität existiert, so dauerhaft irgendwie. Also eine alternative Alternative, Realität. ja, genau. Und da war ich ungefähr vor 10 Jahren schon mal. Und man kann in dieser Welt jedoch auch fliegen. Das heißt, es ist nicht hier unsere physische 3D-Realität. Und da bin ich dann hingeflogen zu diesem Club. Und dann haben mich da alte Bekannte begrüßt und gesagt, ja Mensch, bist du wieder da? Und was hast du denn so getrieben? Und ich fand das total witzig, dass ich nach 10 Jahren immer wieder hinkamen und die mir ihr Leben erzählt haben. Und ja, sehr spannend. Also warst du seit 10 Jahren sozusagen nicht mehr in dieser Welt oder die haben dich anscheinend dann 10 Jahre lang nicht gesehen? Ne? Genau, und dann gehe ich da wieder hin und dann warst du auch da. Ah, interessant, interessant. Schau an. Ja. Ja, also wir wussten erst, nachdem wir aufgewacht waren, ach, schau mal, wir haben ja da einen gemeinsamen Traum gehabt. Wir haben ja beide dieselbe Realität aufgesucht zum selben Zeitpunkt. Ne? Und klar, wenn ich im Traum jetzt dir zum Beispiel begegne, dann denke ich erstmal, ist es nur irgendeine alternative Shiva und jetzt nicht die Shiva,
die ich hier so kenne. Ne? Und das habe ich in diesem Traum halt auch angenommen. Ne? Aber erst im Nachhinein wurde uns dann bewusst, ach schau an, ne? Das ist das Problem, wenn man nicht luzid wird im Traum. Ja, ja, ganz genau. Und wichtig ist eben dabei, dass man sich am anderen Morgen auch die Träume erzählt und dann darauf hoffen kann, dass man vielleicht einen gemeinsamen Traum hatte mit selben Erinnerungen. Ne? Also Träume sind jetzt nicht so persönlich, wie man das vielleicht annehmen mag, beziehungsweise besitzen jetzt nicht die absolut subjektive Realität, sondern es gibt auch Traumebenen, auf denen man sich treffen und gemeinsame Dinge erleben kann, was dann ja einer wesentlich objektiveren Realität nahe kommen würde. Vielleicht wollen wir unseren Zuschauern ja mal erzählen, wie man denn das gemeinsame Träumen begünstigen kann. Vielleicht eine Technik oder so. Die ist zwar jetzt vorrangig für Pärchen oder für Leute, die gern zusammen in einem Bett schlafen. Einfach so eben. Man weiß ja nicht. Weiß man ja nicht. Guter Freund, ne? Oder Freund plus. Genau. Man weiß es ja nicht, ne? Genau. Und zwar geht die wie folgt. Man legt sich nachts ins Bett, Ja, dicht beieinander, nicht aufeinander, sondern nebeneinander. nimmt sich natürlich vor, gemeinsam träumen zu wollen. Ja. Wobei man natürlich irgendwie nicht beeinflussen kann, wo man jetzt landet, obwohl das geht ja bestimmt auch irgendwie, aber ja. Macht euch keine Gedanken darüber, was es für ein Traum sein soll, wie es da auszusehen hat oder so. Das übernimmt eine höhere Intelligenz oder euer höheres Selbst, wenn man so möchte. Nehmt euch nur vor, gemeinsam zu träumen und wenn es klappt, wird euer höheres Selbst euch in einen Traum beide gleichzeitig hineinbringen. Also nicht Gedanken über den Traum machen, sondern nur die Absicht zählt, gemeinsam zu träumen. Mit dieser Absicht als letzten Gedanken am besten einschlafen. Ja, ganz genau. Und wenn ihr dann also nebeneinander so schön kuschelig im Bett liegt, ne, dann hakt ihr euch beide so ein, nebeneinander. Yeah. Richtig, schön einhaken. Und das ist eine alte indianische Technik, um gemeinsam träumen zu können. Du bist schön warm. Ne? Und zwar sagen die Indianer, dass man halt, wenn man gemeinsam träumen möchte, dass man durch den Wechsel von der Wachrealität in die Traumrealität auseinandergerissen werden kann. Nein. Ja, dass man so in alle möglichen Aber so Richtungen geht das ja nicht. Ja, richtig. Man muss also weiter dabei bleiben. Am besten kann man es auch noch verstärken, indem man halt den Arm ergreift. Den? Ja, so. Dass man eben so noch den Arm zusätzlich greift, damit man nicht bei dem Wechsel auseinandergerissen wird. Das ist eine alte indianische Technik, wie erwähnt. Natürlich gibt es auch andere Techniken, um gemeinsam zu träumen. Beispielsweise eine Technik, mit der ich auch eine Weile gearbeitet habe. Und zwar ging es darum, dass man da schon gezielt einen Traum aussucht. Oh, cool. Ja? Und zwar erschafft man sich sozusagen einen Traum. Eine richtige Stadt kann man sich zum Beispiel erschaffen. Da kann man sich zusammensetzen, zu zweit, zu dritt, sogar zu zehnt, in Gruppen, völlig egal, und baut an einer gemeinsamen Stadt. Die Stadt bekommt dann einen Namen. Wir hatten damals die Stadt Elon, so haben wir die genannt. Und haben dann wirklich so Häuser, haben einige von uns gemalt, wie die Häuser da aussehen, wie der Wald aussah. Es wurde eine Karte angelegt. Also eigentlich so ein bisschen so wie diese Rollenspiele. Ach so, aller, ja. Wie heißen die noch? Rollenspiele. Ich Rollenspiele, ne? Genau. Da gibt es ja so einiges. Nein, mein Scherz. Da gibt es ja so einige Rollenspiele da, ne, die man so spielen kann. Und da wird das ja auch ein bisschen gemacht. Ne? Oder vielleicht auch in Live-Rollenspielen, in diesen Lab-Rollenspiele Ja, genau. und dergleichen. Da wird ja auch ein bisschen damit gearbeitet, dass man sich Rollen vergibt oder in bestimmten Umgebungen sich befindet, wo vielleicht die Orks leben oder die Elfen oder Dunkelelfen oder andere Krieger oder so. Und das ist eben der Punkt, dass man sich
gemeinsam hinsetzt und an dieser Stadt baut, sich die Stadt auch im Geiste vorstellt, wenn man sich dann nachts ins Bett legt. Dazu brauchen dann nicht alle 10 Leute in einem Bett liegen. Das ist auch ein großer Vorteil. Ne? Das Und wär- müssen sich nicht in Reih und Glied verschränken oder so. Geht natürlich auch, Leute. Wer möchte. Ne? So Matratzenlager im Wohnzimmer, klar, kann man machen, wer möchte. Ist aber bei dieser Technik dann nicht erforderlich. Da kann man eben an dieser Stadt bauen, sich jeden Tag damit beschäftigen, auch wenn man sich dann nachts ins Bett legt, sich diese Stadt vorstellen, all die Bilder, die gemalt worden sind, alles, was abgesprochen worden sind, Wasserfälle kann man da machen, Türme, Burgen. Man kann halt alles in dieser Stadt erschaffen, wie man möchte. Und je mehr Gedanken und Vorstellungen man über diese Stadt hat, desto mehr gewinnt sie auch an Realität. Da habe ich eine Idee. Wir waren doch schon mal an diesem Bahnhof mit dem schwarzen Loch da drin. Das existiert ja schon. Da können wir uns auch mal treffen. Dann springen wir mal ins Loch und schauen, was passiert. Das ist auch eine Möglichkeit, ja, richtig. Also Traum, gemeinsames Träumen, da gibt es auch einen englischen Fachbegriff für, der nennt sich Dream Sharing. Ich kann das da mal einblenden. Und Dream Sharing oder gemeinsames Träumen ist also eine mögliche Fähigkeit, die man anwenden kann als luzider Träumer. Man muss aber auch nicht unbedingt luzid sein. Wenn man Haben wir ja gesehen, ne? Muss nicht. Ja, als wir beide in dem Club uns getroffen haben, waren wir in dem Moment auch nicht luzide. Und da kann man dann schon dran arbeiten, auch in diesem Traum luzid zu werden, so wie ihr das gerade in unserem Vorspann vielleicht gesehen habt. Schön die Da Fingerchen waren wir zählen. lucide, ja. Und ihr müsst also nicht unbedingt luzid sein, um gemeinsam zu träumen. Da reicht schon eine gewisse Klarheit und natürlich kommt es dabei auf eure Erinnerungsfähigkeit an. Dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst. Habt ihr zum Beispiel schon mal gemeinsam geträumt? Habt ihr andere Techniken, wie ihr zusammen träumt? Oder Ideen und Vorschläge? Ja, und was habt ihr so Erfahrungen mit gemeinsamen Träumen? Ja, das wäre klasse. Ne, ein paar Kommentare. Was habt ihr schon erlebt? Ist euch das schon gelungen, gemeinsam zu träumen? Das würde uns interessieren, oder? Genau. Weil das kriegen nicht viele hin, muss ich euch sagen. Also da braucht man schon ein bisschen mehr Zeit, als sich mal einen Abend zu verabreden und sich das vorzunehmen. Also es kann durchaus sein, dass ihr da Tage, Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate brauchen werdet, je nachdem, wie motiviert ihr seid, wie sehr euch das so wichtig ist und wie spannend ihr das findet. Wenn ihr da Gefühle habt, ne, es zum Beispiel spannend zu finden, aufregend zu finden, dann wird es sicherlich schneller klappen, als wenn ihr euch denkt, ach ja, komm, Lass mal versuchen. lass mal versuchen und wenn es nicht klappt, dann gehen wir eine Runde Ego-Shooter spielen oder so. Dann wird es vielleicht nicht so gut klappen. Ne? Oder es passiert euch zufällig, wie bei uns. Aus Versehen. Ja, also dieses gemeinsame Träumen hatte ich mehrere Male zufällig, muss ich sagen. Aber ich hatte es auch schon einige Male geplant und dann hat es auch geklappt. Aber die meisten gemeinsamen Erlebnisse hatte ich aber im Astralkörper mit anderen. Also da ist es einfacher, sich zu treffen und da gemeinsame Erlebnisse zu haben. Dafür ist aber das Erreichen des Astralreisens wieder schwieriger als das luzide Träumen. Ja. Also, wie man es dreht, ne? Wisst ihr ja, irgendwo gibt es immer Vor- und Nachteile. Ich habe da noch ein Schmankerl für euch. Und zwar hat der Jonathan ein Buch geschrieben. Da geht es auch ausschließlich um gemeinsames Träumen. Wie heißt das wunderbare Buch? Tanja träumt. Ist wirklich sehr süß geschrieben und sehr spannend und erkenntnisreich. Ja, kann ist ich aber empfehlen. jetzt kein Sachbuch. Nee, ist kein. Ist jetzt ein Fantasy-Roman für Jung und Alt, würde ich sagen. Aber lehrreich. Ja, ist lehrreich und alle Sachen, die da drin recherchiert wurden und so weiter, alles authentisch. Ne? Und ja, sehr spannend. Tanja träumt. Hier. Zu finden auch bei Amazon. Als Kindle, E-Book und wahrscheinlich, weiß ich nicht, als echtes nicht, ne? Nein, nein. Kindle. Nur als Kindle-Book
kann man es sich runterladen, sich anschauen und durchlesen. Sehr spannend. Kann ich nur empfehlen. Ja. Da wird nämlich auch zusammengeträumt. Und zwar ganz, ganz viel, fast immer nur. Ja, dauernd. Ne? Die haben es da richtig drauf, kann ich sagen. Ne? Instant, einfach ohne Üben, einfach so. Ja, ich habe ja auch überlegt, wie ich das in dem Buch machen soll, dass die Leute halt da sich hinlegen und fangen dann gleich gemeinsam an zu träumen. Ist da eigentlich wie im Film oft. Ja. Ne? Im Film sagen die, du musst dich darauf konzentrieren, diesen Gegenstand mit deinen Gedanken zu bewegen. Und flupp. Und flupp, ne, bewegt sich das Teil. Warum machen die Leute das? Motivation? Nein, Nein. weil keiner Bock hat, die 523 Versuche vorher sich anzuschauen, wo es nicht geklappt hat. Verstehst du? Und das war auch so in einem Buch von mir. Achso, ja. Ich wollte jetzt nicht den Leser damit konfrontieren, wie oft Tanja versucht hat, das da mit den anderen gemeinsam zu träumen, geübt haben. Also ich hätte es in Und es einem nicht Satz funktioniert. untergebracht. Tanja hat 523 Mal geübt zu träumen. Beim 524. Mal hat es dann geklappt. Ja, aber man muss auch sagen, Tanja ist auch sehr talentiert. Achso, ja klar. Genau. Außerdem ist ihr das ja mehr oder weniger von alleine passiert. Achso. Na, Glückspilz. Ja. Alla hopp. Aller hopp. Also, wir freuen uns auf eure Kommentare. Habt ihr schon gemeinsam geträumt? Oder wie spannend findet ihr das Thema? Und ja, wir Falls- sehen uns vielleicht. Was? Falls ihr eure Träume intensivieren wollt und die Traumerinnerung steigern, blenden wir heute Werbung ein. Und zwar sind das wirklich, wirklich geniale Frequenzen, auf die reagieren sogar Tiere, wie wir jetzt festgestellt haben. Die packen sich auch dahin und pennen dann ein. Und zwar sind das die Alpha-Wellen für Traumerinnerung steigern. Also wirklich genialer Scheiß. Kann ich empfehlen. Ja, wenn ihr die Frequenzen euch am Tag ruhig im Hintergrund laufen lassen und so weiter anhört, dann fördert es eure Traumerinnerung. Genau, www.gehirnkicker.de. Ja, wir schreiben den Link am besten genau zu dieser Frequenz unten in die Beschreibung. Falls ihr Interesse habt. Genau. Da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Frequenzen für seltsame Träume, verrückte Träume und andere Träume. Aber die ist jetzt erstmal für das am besten. Ja, für gemeinsames Träumen würde ich auch die Alpha-Wellen empfehlen, damit man sich auch an seine gemeinsamen Ergebnisse erinnert. Denn wer weiß, wie oft ihr schon mit irgendwem zusammen geträumt habt und habt euch nicht erinnert. Und das ist ja das erste Problem. Werbung Ende. So, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Schön, dass ihr dabei wart bei den Matrixern. Tschüssen.